Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich meine allererste Motivtorte bzw. Fondant-Torte hergestellt habe. Und zwar ist die Tochter meiner Freundin, die Amanda, 3 Jahre alt geworden und ich habe die Geburtstagstorte für sie gemacht. Als Tortendekoration habe ich die Motive aus dem Buch Die kleine Raupe Nimmersatt gewählt, weil man sie ganz einfach nachmachen kann und sie deshalb für eine Motivtorte für Anfänger besonders geeignet sind. Ich bin gespannt, wie sie euch gefällt und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den unteren Teil der Torte habe ich schon einen Möhrenkuchen gebacken, in 3 Böden geteilt und den untersten Boden mit Marmelade auf eine Tortenscheibe geklebt. Das Video für den Möhrenkuchen findet ihr, wenn ihr auf die eingeblendete Infokarte klickt. Für das obere Stockwerk mache ich eine Mousse-Schokolade-Torte. Die Böden hierfür habe ich auch schon vorbereitet und den untersten Boden auf eine Tortenscheibe geklebt. Das Rezept für die Schokotorte seht ihr in meinem nächsten Video. Um die Torte fondant-tauglich zu machen, stelle ich etwas Ganache zum Füllen her. Als erstes hacke ich hierfür die weiße Schokolade möglichst fein. Die Schlagsahne fülle ich in eine hitzebeständige Schüssel und koche sie in der Mikrowelle kurz auf. Ihr könnt sie aber auch in einem Topf erhitzen. In die heiße Schlagsahne gebe ich jetzt die gehackte Schokolade hinein und rühre sie um, bis sich die Schokolade vollständig aufgelöst hat. Anschließend lasse ich die Ganache bei Zimmertemperatur abkühlen. Nach dem Abkühlen schlage ich die Ganache mit einem Handrührgerät luftig auf und fülle sie in einen Spritzbeutel. Mit dem Spritzbeutel spritze ich nun einen etwa 1 cm hohen Ring auf den Rand des ersten Tortenbodens. Diese Creme-Ring-Methode verhindert, dass die Feuchtigkeit aus der Füllung den Fondant auflöst. Als Füllung für die Möhrentorte nehme ich hier eine Mascarpone-Sahne-Creme. Das Rezept hierfür findet ihr unten in der Infobox bzw. demnächst in einem Extra-Video. Jetzt lege ich den zweiten Tortenboden auf die erste Schicht, spritze wieder Ganache auf den Rand und fülle den Cremering mit der restlichen Mascarpone-Creme. Um eine möglichst gerade Oberseite zu erhalten, lege ich den letzten Tortenboden so auf die Torte, dass die flache Seite nach oben zeigt. Die restliche Ganache verwende ich hier für die sogenannte Krümelschicht, um möglichst alle Krümel zu binden und an die Torte zu kleben. So bleibt die folgende Schicht sauber und lässt sich gut glatt streichen. Die Möhrentorte stelle ich nun zum Aushärten etwa 1 Stunde in den Kühlschrank und bereite die Schokotorte vor. Für die Schokoladentorte hacke ich diesmal dunkle Schokolade fein, löse sie in erhitzter Schlagsahne auf und lasse die Ganache abkühlen. Als nächstes erwärme ich etwas Aprikosenmarmelade und streiche sie noch warm auf den ersten Tortenboden. Dabei lasse ich am Rande einen 1 cm breiten Streifen frei. Die abgekühlte Ganache rühre ich kurz glatt, fülle sie in einen Spritzbeutel und spritze einen Ring auf den Rand des Tortenbodens. Den Cremering fülle ich mit Mousse au Chocolat auf und setze den zweiten Tortenboden darauf. Auch diesen Boden bestreiche ich mit der erwärmten Marmelade, spritze einen Ganache-Ring am Rand entlang und fülle ihn mit der restlichen Mousse. Zum Schluss lege ich den dritten Boden oben drauf, streiche die restliche Ganache auf die Seiten und stelle die Torte zum Aushärten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereite ich die Ganache zum Einstreichen vor. Hierfür schneide ich wieder weiße Schokolade in feine Stücke und vermische sie mit aufgekochter Schlagsahne. Da sich die Schokolade hier aber nicht vollständig aufgelöst hat, wärme ich die Mischung nochmal vorsichtig in der Mikrowelle auf. Besser wäre es gewesen, die Schokolade gleich zusammen mit der Sahne aufzuwärmen. Die erwärmte Ganache rühre ich gut um und lasse sie vollständig abkühlen. Vor dem Bestreichen rühre ich die Ganache mit einem Handrührgerät glatt. Sie sollte in etwa die Konsistenz von Nuss-Nougat-Creme haben. Dann nehme ich den Möhrenkuchen aus dem Kühlschrank, streiche etwa 2/3 der Ganache auf die erhärtete Krümelschicht und glätte sie so gut wie möglich. Diesen Vorgang wiederhole ich so lange, bis die Oberseite möglichst waagerecht und die Seiten möglichst senkrecht sind. Für das erste Mal bin ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden und stelle die Torte zum Aushärten wieder in den Kühlschrank. Mit derselben Ganache trage ich nun auf die Schokotorte eine Krümelschicht auf und lasse sie im Kühlschrank aushärten.
Sobald die Krümelschicht fest geworden ist, verteile ich die restliche Ganache auf der Schokotorte, glätte die Oberfläche und lasse die Ganache im Kühlschrank fest werden. Bevor ich den Fondant ausrolle, bestreue ich die Arbeitsfläche mit ein wenig Stärke und knete den Fondant so lange, bis er weich und geschmeidig ist. Zum Ausrollen nehme ich ein etwa 40 x 40 cm großes Stück Frischhaltefolie und bestreue diese vorsichtshalber noch mit etwas Stärke. Den Fondant rolle ich nun möglichst rund bis an den Rand der Folie aus, sodass ich in etwa einen Durchmesser von 40 cm erhalte. Zum Anheben wickle ich die Fondantdecke nun mit der Folie zusammen um ein langes Nudelholz. Damit der Fondant gut auf der Torte haftet und keine Blasen entstehen, befeuchte ich die Ganache zunächst mit einem mit Wasser angefeuchteten Küchenpapier. Dann lege ich die Fondantdecke auf die Torte und streiche die Oberseite glatt. Damit keine Falten entstehen, erhebe ich den Fondant an den Seiten an und streiche ihn von oben nach unten glatt. Danach glätte ich die Oberfläche nochmal mit einem Fondantglätter und schneide den überstehenden Fondant schon mal grob ab. Zum Schluss streiche ich mit dem Fondantglätter nochmal am unteren Rand entlang und entferne mit einem Messer den Überstand ganz dicht an der Torte entlang. Die Schokoladentorte decke ich auf dieselbe Weise ein und stelle sie wieder in den Kühlschrank. Als nächstes bereite ich die Dekoration vor. Ich habe das Motiv der Raupe Nimmersatt bereits auf Karton gezeichnet und die einzelnen Segmente ausgeschnitten. Für die verschiedenen Grüntöne der Raupe nehme ich zum einen dunkelgrünen, hellgrünen und gelben Fondant. Um einen marmorierten Effekt zu erhalten, forme ich aus jeder Farbe etwa gleich lange Stränge, verdrehe diese miteinander und forme sie zu einer Kugel. Auf dieselbe Weise mische ich noch Grün mit Blau, Grün, Gelb und etwas Braun, und Grün und Gelb. Die einzelnen Grüntöne rolle ich nun alle gleich dick aus. Dann schneide ich mit Hilfe der Schablonen die einzelnen Segmente der Raupe aus und lege sie schon mal in der richtigen Reihenfolge nebeneinander. Den Kopf der Raupe schneide ich aus rotem und die Augen aus gelbem Fondant aus. Für die Fühler forme ich aus lila eingefärbtem Fondant zwei längliche Kegel. Für die Pupillen habe ich aus grünem Fondant erst kleine Kügelchen geformt, diese dann flach gedrückt und leicht gedehnt, um eine ovale Form zu erhalten. Zum Schluss stelle ich noch die Füße her. Hierfür habe ich aus braunem Fondant einen 2 bis 3 mm dicken Strang geformt und teile diesen in 4 bis 5 mm lange Abschnitte. Die Abschnitte knicke ich dann mittig um, sodass eine L-Form entsteht und runde die Enden mit den Fingern leicht ab. Die einzelnen Segmente der Raupe habe ich dann mit Lebensmittelkleber aneinander geklebt. Mit dem Kleber hatte ich hier noch keine Erfahrung und habe viel zu viel genommen. Besser wäre es gewesen, ihn nur sehr dünn mit einem Pinsel aufzutragen. Als Mund klebe ich hier eine kleine Kugel aus braunem Fondant an. Damit die Raupe nicht auf dem Papier festklebt, decke ich sie mit Frischhaltefolie ab und drehe sie mit Hilfe eines Bretts so um, dass sie auf der Folie liegt. Wer möchte, kann die Raupe schon einige Tage vorher herstellen und gut durchtrocknen lassen. Als weitere Deko steche ich nun mit einem runden Fondantausstecher viele verschiedenfarbige Kreise aus. Bevor ich die kleinere Torte auf die größere setze, stecke ich einige Lolli-Sticks als Stütze in die untere Torte. Die Sticks habe ich später noch gekürzt und an die Höhe des unteren Stockwerks angepasst. Da ich hier schon ziemlich in Zeitdruck war, habe ich nicht mehr daran gedacht, die Sticks weiter auseinander zu platzieren. Außerdem habe ich vergessen, etwas Ganache als Kleber unter die Tortenscheibe der kleineren Torte zu streichen, damit sie nicht hin und her rutscht.
Als nächstes habe ich auf den unteren Rand der Torten jeweils eine Reihe mit den bunten Fondantkreisen geklebt. Aus Zeitmangel habe ich auf weitere Reihen verzichtet. Die Raupe habe ich mittig auf die obere Torte geklebt und auch noch die Füße angebracht. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Motive, die ich freihand ausgeschnitten habe. Aus rotem Fondant habe ich einen Apfel ausgeschnitten und mit einem braunen Stiel versehen. Dann habe ich noch eine Birne und eine Pflaume gemacht. Für die Pflaume habe ich noch ein grünes Blatt ausgeschnitten und die Adern des Blattes mit dem Messer eingedrückt. Für die Orange habe ich einfach einen orangefarbenen Kreis ausgeschnitten, auf den ich einen kleinen grünen Stern als Stielansatz geklebt habe. Die Erdbeere habe ich aus rotem Fondant herzförmig ausgeschnitten und mit der Messerspitze viele kleine Vertiefungen eingedrückt, um die Nüsschen darzustellen. Die Blätter und den Stiel habe ich aus grünem Fondant ausgeschnitten und auf die Erdbeere geklebt. Für den Lutscher habe ich einen blauen und einen gelben Strang zusammen zu einer kleinen Schnecke aufgewickelt und auf einen dünnen braunen Strang geklebt. Die Motive habe ich dann mit essbarem Kleber auf den Seiten der Torte befestigt. Das hat den Kindern besonders gut gefallen, weil sie sich für ihr Tortenstück ihr Lieblingsmotiv aussuchen konnten. Und so sah die fertige Torte dann aus. So, das war's auch schon für heute. Mich würde es sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr schon mit Motivtorten gemacht habt. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.